Markus Söder spendet 1,69 €. Grüezi Hairstyler. Darauf ein schönes Helles, bevor das Unkraut in unser schönes Bayern kommt. Kommt es mir nur so vor, oder macht man immer weniger Damage, je größer der AOE ist? Nein, das kommt mir nicht nur so vor, das ist literally so gewollt. Das erkennst du daran, ich glaube ab dem 7. Monster fängt es an, bekommst du so ein Pop-Up über deinem Kopf, jedes Mal, wenn du die Monster hittest, oder jedes Mal, wenn du mehrere Monster hittest. Mindestens 7 halt, wie gesagt. Bekommst du dieses Pop-Up über dem Kopf, Hurt. Man verwechselt es leicht mit dem Pop-Up Miss, weil es gleich die gleiche Farbe ist, oder fast die gleiche Farbe, wenn man es weiter rausgezoomt hat oder nicht genau hinschaut und es noch mit Damage-Zahlen gemischt ist, dann könnte man es auch für ein Miss halten. Weil wenn man keinen Damage bekommt, sollte man spätestens aufhören, dass es damit nichts zu tun hat. Aber auf jeden Fall hast du dieses Hurt, Pop-Up über dem Kopf. Und das sagt letztendlich einfach nur, hey, du hast so viele Monster gepullt. Wie gesagt, ich glaube, es sind mindestens 7. Und für jedes weitere Monster, das du jetzt pullst, machst du an dem jeweils weiteren Monster weniger Damage. Das heißt, du hast quasi, wenn es wirklich 7 sind, wie gesagt, muss ich nachschauen, ich weiß nicht auswendig. Ich glaube, irgendwie so. Das heißt, bei 6 Monstern machst du 100% Schaden und dann beim 7. Monster, keine Ahnung, machst du noch 98% Schaden. Beim 8. 96, 95, 94, bla bla bla. Und irgendwann machst du halt literally nur noch 1 oder 0, irgendwas Prozent Schaden. Also irgendwann, ich schätze so ab 50 Monstern, glaube ich, ist dein Schaden extrem reduziert. Aber soweit ich weiß, gibt es da keine offizielle Staffelung, ab wie vielen Monstern der Schaden um wie viel Prozent verringert wird. Wäre mir zumindest neu, dass es sowas gibt. Also könnte man ausprobieren, theoretisch. Aber da du es ja eh nicht ändern kannst, ist es eigentlich relativ Wurst. Du musst dann einfach nur wissen, je mehr Monster du pullst, desto langsamer wirst du sie töten, weil halt immer weniger Monster viel Schaden bekommen. Und das heißt, je nachdem, wie du spielst, macht es auch keinen Sinn, unendlich große AOEs zu pullen, weil du ja, wie gesagt, irgendwann sowieso keinen Damage mehr machst. Und klar, es ist natürlich trotzdem ein Vorteil, wenn du jetzt normalerweise 10.000 Schaden machst und die anderen Monster kriegen zumindest noch so 500 bis 1.000 Schaden, dann kriegen die ja trotzdem schon mal Damage irgendwo. Aber ab einem gewissen Punkt, ich schätze so, wie gesagt, irgendwas zwischen 30 und 50, machst du dann so wenig Schaden, dass man sich dann auch einfach den Struggle sparen kann. Man pullt einfach nur 25 Monster statt 50 zum Beispiel, tötet die 25 ziemlich schnell und dann sammelt man 25 neue. Also anders als in 5PC früher, wo du halt literally theoretisch alle Monster pullen konntest, die es gab an einem Spawn und du auch nie den Schaden verringert bekommen hast. Das heißt, du hättest auch theoretisch 500 oder 1000 Monster zeitgleich töten können, sofern du sie tanken kannst oder jemand sie für dich tankt. Hätte keinen Unterschied gemacht, denn Damage wäre immer der gleiche gewesen. Und ja. Aber das ist jetzt eben in Flav Universe anders. Und das ist der sogenannte AOE-Nerf. Oder so könnte man es nennen. Das Lustige ist halt aber, trotz dieses Nerfs, und der besteht, soweit ich weiß, seit Tag 1 von Flav Universe, also den haben sie schon in der Beta reingebracht, meine ich. Oder auf jeden Fall vor Launch. Und obwohl der die ganze Zeit schon besteht, ist AOE trotzdem seit Tag 1 eigentlich unangefochtene Nummer 1 immer noch, was Levelgeschwindigkeit angeht. Also viele hatten halt gehofft oder gedacht, also vor allem die 1v1-Spieler natürlich, hatten gedacht oder gehofft, dass mit diesem AOE, in Anführungszeichen Nerf, dass damit quasi AOE nicht mehr so overpowered wäre oder auch Hit and Run nicht mehr so overpowered wäre und nicht mehr so ultra viel schneller leveln würde. Aber glücklicherweise lagen sie falsch. Also AOE ist immer noch in den meisten Fällen wesentlich schneller, wenn nicht sogar doppelt so schnell wie 1v1. Vor allem, wenn der 1v1 kein extrem gutes Equipment hat. Also falsch gedacht. Kannst du dir vorstellen, wie krank AOE wäre, wenn es diesen Nerf nicht gäbe. Also wie gesagt, der Nerf ist nicht ganz so heftig. Du musst schon sehr viele Monster pullen, um wirklich zu merken, okay, jetzt machst du quasi keinen Damage mehr an den weiteren Monstern, die du pullst. Aber trotzdem ist es ja ein Nerf. Und man muss sich halt reinziehen oder man muss sich vorstellen, wie krank AOE wäre, wenn es den nicht geben würde. Das wäre geistesgestört. Allein wie stark Hit and Run dann wäre. Wenn 30 Monster alle instant sterben würden, keine Zeitverzögerung mehr. Hier zum Beispiel sind es wahrscheinlich zu viele Monster, da werden jetzt gleich ein paar weglaufen. Hab's mal wieder übertrieben. Aber imagine, die würden alle gleich viel Schaden bekommen und die würden alle zeitgleich sterben. Ich würde halt einfach literally doppelt oder dreimal so schnell leveln. Das wäre echt krank. Aber der einzige Grund, warum die Monster überhaupt weglaufen,
Ist halt, weil du tötest zwar welche, aber du tötest halt nicht alle, weil nicht alle den gleichen Schaden bekommen. Und das ist im Endeffekt der Struggle. Der neue. Aber ja, so viel dazu. Angabe mit Gewehr aus. Knack G heute wieder gambeln. Wer eine Angabe mit Gewehr aus sieht. Auf den Boden, alle auf den Boden! So. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, ob man auf Twitter... Come on, baby! Come on, baby, let's do it! 8 Minuten 50. Aber where is the drop? Donde está drop? Wer wäscht sich denn bitte sein Gesicht? Einmal duschen im Monat muss reichen, Bro. And... Power Dice 10, Baby. Gott. 400.000 DPS, Baby, let's go! 400.000! 402.000 DPS! 403.000. Oh oh. Und wieder 399. Und wieder 400! Und wieder 400, Baby! 402! Let's go, Baby! Come on, Baby! 405, 405, 405, Baby, let's go! 405, Baby, let's go! 406, Baby, let's go! 407, Baby, let's go! Ey, let's go. 408, 409. Oh, GT ist abgelaufen, scheiße. 409 hatten wir. Come on, Baby, da geht noch mehr. Oh, Link Attack ist auch abgelaufen, scheiße. Jetzt muss ich gleich abhauen. 409.000, neuer Rekord, glaube ich. So viel Damage habe ich noch nie gemacht. Nichts gedroppt. Let's go, baby. Also, +3 Team. Ich glaube, ihr habt auf jeden Fall schon mal verloren. Uff, nur ein Drop, nicht dein Ernst. Scheiße. Double checken, aber das ist einer... Damn. Das ist schon mal schlecht. Ein Doppeldrop +1. Doppeldrop +1. Und letzte Hoffnung noch auf den Blade. Vielleicht hat er was +2 gedroppt. Ah, das sieht... Ach du Heilige, das sieht nicht gut aus. Nope. 1, 2, 2, 1. Mehr oder weniger das gleiche wie letztes Mal gedroppt. Oh, es war sogar das gleiche wie letztes Mal. Nevermind. Es war sogar die gleiche Aufteilung. 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1.